Science Lab. Hier ist für euch Arne Lüken. Last but not least, bist du fit? Kannst du noch? Ich bin sowas von bereit. Ihr seid auch ready noch für einen? Könnt ihr noch? Gut. Ich sagen, wir sagen Science, ihr sagt Slam. Science! Ich bin Ingenieur und Experte für Membranverfahren und auch Vater. Was bedeutet das? Man kommt nach Hause von einem schönen Arbeitstag und wird begrüßt von schlammvermatschten Kindern, die ins Haus reinrennen, alles dreckig machen, aufs Sofa gehen und mich anrufen und mich anschreien. Papa, hallo, wir haben Hunger, wir wollen Nudeln. Also gehe ich in die Küche, nehme einen Topf, mache Wasser rein und stelle dabei fest, eigentlich bin ich noch gar nicht so richtig zu Hause und Gedanken noch ziemlich bei Membran. An was denkt ihr, wenn ihr Membran hört? Vielleicht an eine biologische Membran. Wir haben heute viel über Biologie gehört. Hier eine Zellmembran, 8. Klasse, Biologie. Oder Musik, wir hatten hier auch Musik. Ein Lautsprecher. Die Membran vibriert, erzeugt ein Geräusch, was uns in andere Welten versetzt. Oder, vielleicht mein Favorite hier bei den Beispielen, die Jacke vom Skifahren, wo eine Membran drin ist, die den Schweiß in Form von Dampf von einem wegtransportiert, aber wasserdicht ist? Nee. Heute geht es um andere Membranen. Um Membranen, die die wahren Probleme unserer Zeit lösen. Zum Beispiel das Wasserproblem. In Afrika gibt es Dürren, immer wieder aufgrund des Klimawandels. Menschen hungern, es gibt Ernteausfälle. Verseuchtes Wasser tötet täglich zahlreiche Kinder. Aufgrund von Durchfallerkrankungen, weil Menschen kein sauberes Wasser haben, sind häufig die Schwächsten in unserer Gesellschaft die Leidenden. Über 2,2 Milliarden Menschen auf der Erde haben keinen kontinuierlichen Zugang zu sauberem Wasser. Und wir in Deutschland, ja, wir haben eigentlich Wasser. Also ist das überhaupt ein Problem von uns? Wir haben Wasser, was aus den Mittelgebirgen und Gebirgen kommt, in Seen gespeichert wird. Und trotzdem ist das ein Wasser, was wir nicht trinken möchten, weil wir haben Bakterien da drin, wir haben Muscheln, wir haben Algen. Wir haben Tiere mit den Fäkalien, wollen wir auch nicht trinken. Und wir haben Menschen, die verschmutzen auch das Wasser, dass wir es nicht trinken wollen. Aber trotzdem trinken wir es und es kommt, hier Neckargemünd, kommt Bodenseewasser aus der Leitung. Was wird dafür gemacht? Dafür benutzt man Ultrafiltrationsmembranen. Das sind Hightech-Polymere. Ich habe mal sowas mitgebracht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Papier. Sieht nicht besonders aus. Aber wenn wir uns die innere Struktur anschauen, sehen wir, dass das ganz besondere Kunststoffe sind. Wir haben, wenn wir uns einmal so eine Bruchkante vorstellen, sehen wir das Bild hiervon von einem Rasterelektronenmikroskop und wir haben große und kleine Poren in der Membran. Auf der rechten Seite haben wir ganz große Poren, auf der linken Seite ganz kleine Poren. So, was sehen wir auf der rechten Seite? Die Poren kann man dort erkennen. Wir haben etwa 10 μ, 15 μ große Poren und nach links werden die immer kleiner. Und wenn wir links mal ganz genau hinschauen, sehen wir, dass selbst das dichte Material, was erstmal als festes Material erscheint, total porös ist und luftgefüllt ist. Und da haben wir die selektive Schicht, die Wasser durchlässt und Bakterien eben zurückhalten kann. Und diese Ultrafiltrationsmembranen ermöglichen es uns, unser Trinkwasser aus der Leitung zu bekommen. Oh, meine Kinder rufen, ich bin schon wieder total abgeschweift und wollen, dass ich die Nudeln koche. Also Topf auf dem Herd, Salz rein. Ja, jetzt habe ich Nudelwasser gemacht. Nudelwasser haben wir eigentlich ganz viel auf der Erde. Die ganze Erde ist voll mit Nudelwasser. Leider kochen wir relativ selten in dem Nudelwasser, was uns zur Verfügung steht, außer vielleicht im Urlaub, wenn wir ein paar Nudeln ins Wasser schmeißen. Eigentlich wollen wir aus dem Nudelwasser oder mit dem Nudelwasser unsere Felder bewirtschaften. Aber das geht nicht, weil da zu viel Salz drin ist. So. Aber es gibt eine Möglichkeit,
das Salz aus dem Wasser rauszunehmen. Das ist die Umkehrosmose. Und zum Beispiel Israel und Oman, Länder, wo es kaum Wasser gibt, die nicht unendliche Energie haben, erzeugen 85% des Trinkwassers, also 8,5 von 10 Gläsern, was getrunken wird, tatsächlich mit Umkehrosmosemembranen. Wie funktioniert das? Wir haben Wasser, Natriumchlorid, haben unsere Membran, Natriumchlorid soll zurückgehalten werden und Wasser soll durchgehen. Ja, wenn wir so ein System haben, haben wir den Effekt der Osmose. Um Osmose zu erklären, habe ich was mitgebracht. Oh, die krabbelt gerade hier weg. Ne? Schnecken, die hinten sehen. So, was würde jetzt passieren? Gedankenexperiment, wenn wir Salz auf diese Schnecke machen? Ganz viel. Ne? Wer möchte mal gucken? Ja, okay. Super, ist nur eine Gummischnecke. Also, ne? Was würde passieren? Wir haben einen osmotischen Effekt. Das heißt, die Konzentrationen wollen sich ausgleichen. Die Schneckenhaut ist wie eine Membran, die das Salz nicht durchlässt, aber Wasser durchlässt. Das heißt, das ganze Wasser würde von innen nach außen gesaugt werden und die Schnecke würde elendig sterben, vertrocknen, deshalb nicht nachmachen. Wir können aber diesen Effekt nutzen und einen hohen Druck auf die Salzseite legen, die dann das Wasser durch die Membran drückt und das Salz zurückhält, sodass wir Trinkwasser erzeugen können. Und dafür gibt es Polyamid, das ist ein Kunststoff, der im Wasser sehr gut aufnimmt, Salz nicht aufnimmt. Das heißt, wenn wir so eine Membran haben, kann das Wasser da durch. Nun haben wir da hohe Drücke, es entstehen große Kräfte, das heißt, wir brauchen einen Support, damit das mechanisch stabil ist. Und da benutzt man Polysulfon und Polypropylenträger. So sieht das Ganze aus. Wir haben unsere Polysulfonschicht, ähnlich zu dem, was wir gerade gesehen haben. Und ganz links, müssen wir mal reinzoomen, sehen wir so eine ganz dünne Schicht, ein paar Nanometer, das ist unser Polyamid. Und das macht die Kunst, damit die Menschen in Israel trinken können. Es macht aber auch eine Kunst, damit wir hier in Deutschland ein Problem lösen, nämlich das Bierproblem. Bierproblem, kennt ihr vielleicht, es wird immer weniger Bier getrunken. Was passiert? Brauereien gehen pleite. Die haben aber eine Lösung gefunden, nämlich die haben es geschafft, leckeres, alkoholfreies Bier zu machen. Und wie macht man das? Natürlich mit einer Membran, mit was denn sonst? Umkehrosmosemembranen können nämlich Wasser und Alkohol durch die Membran permeieren lassen und den gesamten Geschmack zurückhalten. Ist das nicht toll? Vor etwa 20 Jahren hat man dafür Destillation benutzt. Das macht den Geschmack kaputt, hat nicht geschmeckt, hat sich nicht so gut verkaufen lassen. Heute ist Deutschland Exportweltmeister für alkoholfreies Bier. Okay, meine Zeit rennt. Meine Kinder wollen endlich ihre Nudeln, die verhungern fast. Also Nudeln rein, kochen. Ich muss die Nudeln von dem Lösungsmittel trennen. Wie mache ich das? Natürlich, eine Membran. Meine Tochter möchte noch ein Glas Milch haben. Also, ich gebe ihr die Milch und frage mich, als ich Kind war, da gab es noch diesen Fall, man setzt an, trinkt direkt aus der Milchpackung, ne, jugendlich, Junge sowieso, und stellt fest, sauer, eklig. Heute passiert das nicht mehr. Warum? Früher hat man Milch pasteurisiert. Das heißt, indem man sie kurz erhitzt hat, konnte man Vollmilch, pasteurisierte Vollmilch machen, die etwa 3-mal so lang, 7 bis 8 Tage haltbar war im Vergleich zu normaler Rohmilch, die direkt aus der Kuh kommt. Heute benutzen wir Membranen, solche Membranen. In der Mitte strömen wir die Milch durch. Die Milch permeiert durch die offenporige Struktur der Keramik. Und die Milch ist auf einmal 20 bis 30 Tage haltbar und wird nicht mehr sauer. Meine Kinder sind glücklich, haben Nudeln und Milch. Ihr fragt euch jetzt, warum erzähle ich euch was hier von Lebensmitteln, wo wir doch bei der BASF sind, eigentlich Chemie machen. In meiner Gruppe, in meinem Team, entwickeln wir Membranprozesse. Das bedeutet, wir machen genau das Gleiche, was wir für Lebensmittel machen, auch für Chemie. Was bedeutet jetzt Membranprozesse entwickeln? Wir sind 11 Leute, Experten, die die ganze BASF beraten und überzeugen, dass Membranen das Richtige sind. Wir diskutieren am Rechner mit den Leuten und gehen in die Prozesse und gucken, was ist wirklich das Problem. Wir gehen ins Labor, bauen Versuchsanlagen auf, testen die Membran mit den tatsächlichen Lösungen. Hier Paul und Dennis, meine Kollegen. Wir entwerfen Anlagen, analysieren Daten, bauen die Anlagen auf, machen Pilotierungen im Labor. Die Anlagen werden immer größer, wir machen Tests und nehmen auch am Ende Anlagen, wenn sie im Betrieb stehen, wenn sie dort stehen im Betrieb. Im Betrieb nehmen ist meistens so, dass man irgendwo wartet und hofft, dass alles gut geht und man den ganzen Tag Kaffee trinkt. Ja, meistens geht nicht immer alles gut.
Am Ende, wenn was schief geht, sind wir Troubleshooting, helfen den Betrieben und gucken, dass die Anlagen weiter funktionieren und unsere Produkte herstellen. Was haben wir jetzt für Produkte? Zum Beispiel, wir haben es heute gehört, Biomasse. Biomasse produziert Waschmittelenzyme. Biomasse muss von den Enzymen getrennt werden. Dafür benutzen wir Keramikmembran und zufälligerweise die gleichen wie für die Milch. Wir haben Katalysatoren in Reaktionen. Die Katalysatoren müssen teilweise von dem Produkt getrennt werden. Da benutzen wir die gleichen Membranen wie beim Trinkwasser. Es gibt Lösemittel, die abgetrennt werden. Da können wir Polyamidmembranen benutzen, die Alkohol und Wasser zum Beispiel permeieren lassen. Und wenn wir Abwässer haben, wie hier das Gelbe, was wir nicht in den Rhein leiten wollen, können wir das mit Membranen so aufreinigen, dass es klar und sauber ist und wieder nutzbar wird. Ich hoffe, nächstes Mal, wenn ihr Milch trinkt, euch ein Glas Wasser nehmt, alkoholfreies Bier trinkt, Nudeln kocht, Salzwasser habt oder was es auch immer ist, denkt ihr auch, so wie ich, immer an Membran. Danke. Liebes Publikum, der letzte Start am heutigen Abend. Arne Lüken. Science Lab.